Burgstraße. Ausstieg links. Umsteigemöglichkeit zur Linie 131. عن طريق النت. والله مستعجل اروح عليه. وهذا يوسف عفوا ان شاء الله. Sometimes I just want to quit, tell my life I'm done with it, but it feels too painful. Sometimes I just want to say all myself, but not today. When it feels too painful.
Hey, sorry, hier hängt... Oh Gott. Ah, tut mir leid, ich wollte nicht... Alles gut, ich krieg das schon raus. Hey, ist alles okay? Komm, ist doch irgendwas... Ich weiß, es ist nicht einfach irgendwie, wenn so ein Fremder auf dich zukommt und sowas fragt, aber ich sehe doch, dass irgendwas ganz gehörig falsch ist. Da bist du einer der Einzigen. Was ist passiert? Viel? Ja gut. Natürlich, das sehe ich. Du wolltest, glaube ich, irgendwas. Alles gut, nein, das ist jetzt das größere Problem als ich gerade. Das heißt nicht, dass du deinen Bus nicht kriegen kannst. Ich weiß gar nicht, wo ich einen Bus kriegen will. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfahren wollte. Wahrscheinlich nach Hause. Weiß ich nicht. Schau, ich weiß, dass das super komisch ist, was ich gerade mache. Aber ich konnte dich irgendwie nicht so hier sitzen lassen. Also ich sitze immer noch. Ja, gut, aber ich konnte es nicht ignorieren. In dieser Stadt ist das irgendwie ziemlich selten. Die meisten Leute sind so, oh guck mal, da war jemand. Okay, lass uns weiterleben. Ja, es ist komisch, wie normal das fast schon ist. Aber gleichzeitig kann man es den Leuten verübeln. Ich meine, nicht wirklich. Wenn wir es jetzt so machen, dich daneben setzen und anfangen mit der Person zu reden, Du meinst so wie du? dann wie ich. Ja. Ja, aber jetzt, was weißt du? Das ist wirklich egal. Was tue ich hier? Ich dachte mir nur irgendwie manchmal... Manchmal, wenn ich so da sitze, hätte ich mir gewünscht, dass eine Person, die ich nicht kenne, da hinkommt und ich es einfach reden kann. Ohne irgendwelche Konsequenzen. Aber was soll die Person machen? Kenne ich ja eh nicht. Fair point. Aber ich verstehe auch sehr gut, warum das sehr komisch sein könnte. Ist das jetzt quasi mein Cue, um dir alles über mein Leben zu erzählen?
Also als ich mal so 2 Monate alt war, habe ich mir eine Windel geschissen. Jetzt kennst du mein dunkles Geheimnis. Boah. Sehe ich schon. Du traust mir wirklich alles an. Wartest du auf den Bus? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Also, es gibt vieles, auf das ich warte, aber ich glaube, ein Bus gehört gerade nicht dazu. Aber hier ist weniger Wind. Wie wär's damit? Da hinten ist es richtig schön. Wollen wir da hingehen? Wenn du eh nirgendwo hin musst. Ist da hinten ein Gebüsch, in den du mich reinziehen kannst und umbringen kannst? Nein. Da ist ein Fluss. Oh, ich werde ertränkt. Ertrinkt. Wie cool. Ja, okay. Geh nicht mit Fremden mit, ich weiß. Wurde mir auch immer gesagt. Weißt du, was du sagst, hat meine Mutter immer gesagt. Aber scheiße auf meine Mutter, eigentlich muss ich aus Prinzip genau das Gegenteil machen. Das ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Eltern können schon scheiße sein. I mean, was habe ich zu verlieren? Ich sitze alleine auf einer Bank in einer Bushaltestelle in einer Stadt, die ich nicht kenne, und warte darauf, dass meine Freunde ans Handy gehen und weinen mir im 5-Minuten-Takt die Seele aus dem Leib. Also? Hä? Also? Okay, bring mich nicht um. Ich gebe mein Bestes. Okay. Oh Gott. Ganz. Ja, nein. Brauchst du Hilfe? Ich krieg das ja. Okay. Sehr elegant. Ist mein zweiter Vorname. Schöne Gegend. Oder? Viele Lichter, I guess. Aber mehr halt auch nicht. Kommst du nicht von hier? Nee, mein Zuhause ist ein bisschen woanders. Aber ist eigentlich auch egal. Ich musste dann nur so schnellstmöglich weg. Die Bahn kam, also warum nicht? Du dachtest dir, steigst mal in der Stadt aus. Es sah aus, als wären hier Menschen. Also dachte ich, hey, da bin ich wenigstens nicht alleine. Turns out, doch. Ich meine. Ja. Die Stadt kann ganz schön Erdrückend sind. ganz schön erdrückend, ganz schön hilflos auch. Ja, das, obwohl ich nicht allein bin, bin ich trotzdem allein. Vielleicht sogar noch mehr. Ja. Ich kenne das. Aber deswegen konnte ich dich auch irgendwie nicht da sitzen lassen. Ich glaube, das hätten nicht viele gemacht. Wie heißt du eigentlich? Oh Gott. Ich zieh dich hier irgendwo mehrere Meter weg von wo du eigentlich warst und ich sag dir nicht mal, wie ich heiße. Scheiße, ich muss das echt nochmal. Ich bin schlecht hier drin. Sorry. Ich sag doch, vielleicht bist du ja doch ein Serienmörder. Vielleicht möchtest du mir das gar nicht sagen. Ich bin Celine.
Hallo Celine. Und du? Wer heißt du? Ich heiße Max. Max reicht. Es ist ein bisschen... Das Ding mit Namen, ne? Ein bisschen kompliziert manchmal. Aber es ist ein schöner Name. Dankeschön. Ach, meine Eltern mögen den nicht so gern. Okay. Aber meine Eltern sind doch ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Scheiße. Ich denke mal, so kann man es zusammenfassen. Sorry, ich Alles gut. fange immer an, direkt über mich zu reden. Ah, dafür bist du jetzt weg von denen. Ja, das stimmt. Du bist jetzt hier. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal zurück kann. Oh Gott. Ich hoffe immer noch, dass irgendwie meine Freunde mal dran gehen und mich zurückrufen. Aber aber da es so mitten in der Nacht ist, ergibt es auch irgendwie sehr viel Sinn, dass sie nicht ans Handy gehen. Scheiße. Außerdem fahren, glaube ich, gleich auf die Bahn nicht mehr. Naja, Kannst du wieder zurück? also, ich kann es versuchen. Die Frage ist, ob ich dann lebend rauskomme. Okay, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ein Teil von mir ist jetzt quasi schon tot. Kennst du das? Kennst du das, wenn du so eine Situation immer und immer wieder hast? Und irgendwann bist du einfach so, fuck it, egal. Und du fühlst einfach nichts mehr. Vielleicht fühlst du es auch nicht, sorry. Ich gehe irgendwie immer davon aus, dass das, was ich fühle und denke, normal ist, aber dann wäre ich, glaube ich, nicht hier. Es ist nicht. Nur weil ich nicht verstehe, was du fühlst, nur weil ich es nicht nachvollziehen kann, es ist nicht, dass es nicht normal ist. Und ich sollte sowieso nicht als der Pegel der Normalität gelten. Ist das so? Bist du nicht hier Mrs. Normal? Ist es normal? Ich bin gerade von einer Party abgehauen, weil mir alles zu viel wurde. Weil diese Menschen alle so laut und alles sind. Ich glaube, das ist was Normales. Ich glaube, sich nicht dafür interessieren, was tatsächlich in einem passiert, ist was Normales. Gute Nacht. Gute Nacht. Fall nicht darunter. Da geht's. Ist das eine Plastiktüte? Das ist ein T-Shirt. Warum liegt hier ein T-Shirt? Es sehen wilde Dinge auf dieser Mauer. Gehört mein Mord mit dazu? Sorry, das wird jetzt... Ich werde das jetzt die ganze Nacht durchmachen. Wäre aber auch ein guter Witz, wenn es stimmen würde, ha? Ah, ja, okay, vielleicht würde ich dann... Wie heißt das? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau. Dann möchte ich aber bitte auch auf meinem Grabstein stehen haben. Sie hat mich die ganze Zeit gefragt, wann ich sie umbringe. Aber es ist auch kein Weg raus. Das stimmt. Das ist... Ich meine, klar, manchmal denkt man sich vielleicht, so, okay, was wäre wenn? So. Was wäre, wenn meine Eltern die Nachricht bekommen? Würden die weinen? Hätten die Nervenzusammenbruch? Wären sie so, okay? Aber dann wieder so, nein, warum sollte das sein, worauf ich jetzt die Jahre hinweg darauf hingearbeitet habe? So, ich habe doch nicht für einen Grund, also nicht ohne Grund, einfach mein Leben gelebt, oder?
vergib mir, wenn das jetzt voll die komische Aussage ist, aber ich bin gerade ein bisschen beruhigt, dass du so denkst. Manchmal es gibt einen Grund. Ich bin überzeugt davon. Das ist irgendwie. Viele Leute stimmen mir da nicht zu, aber ich kann nicht aufhören, an dem Grund festzuhalten, auch wenn ich ihn selber noch nicht weiß. Und dann ist auch dieses, es wird schon alles gut werden. Irgendwie wird alles gut werden. Ich weiß nicht wann und wie und wodurch, aber bestimmt irgendwann kommt dieser eine Tag, wo ich aufstehe und dann ist mein Leben gut. Und weißt du, was das Witzige an diesem Tag ist? Es wird dir wahrscheinlich nicht mal auffallen. Ja. Es wird eine Kleinigkeit sein. Es ist irgendwas, vielleicht denkst du kurz drüber nach, aber du denkst dir gar nichts dabei, weil das ist dann das Leben einfach. Ja. Das erinnert mich an diese ganzen Filme, wo jemand ganz am Anfang des Filmes so irgendeiner alten Frau hilft oder so. Und dann am Ende ist das Stellt sich raus, Sponsor oder so. dass die alte Frau in Wahrheit Gott war, versteckt auf der Erde, die rausfinden wollte, ob es noch gute Menschen da draußen gibt. Ist das nicht in etwa der Plot von Die Schöne und das Biest? Ich habe die Schöne und das Biest nicht geguckt. Du hast Die Schöne und das Biest nicht geguckt. Es tut mir wirklich, es du musst passiert dir mir, den Film angucken. es passiert mir, solche Konversationen passieren mir so oft. Aber guck nicht die Neuverfilmung, guck den Originalfilm. Die Neuverfilmung, klar, ne, cool, CGI und alles, ne? Ja, sie machen immer diese Neuverfilmung. Aber nichts geht über die Klassiker. Nichts geht darüber. Also, um dir den mal zusammenzufassen, im Prinzip kommt so eine alte, gebrechliche Frau an so einen Palast, wo so ein richtig schöner, junger Prinz, den wir natürlich alle total heiß finden, steht dann da und ist dann so, haben Sie bitte etwas zu essen oder schlafen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht es der alten Frau nicht gut. Und er denkt sich dann so, nö, tschüss. Und dann verwandelt sie sich und wird eine wunderschöne Elfenprinzessin. Und naja, also wird so eine Fee halt. Und ist dann so, haha, ich verfluche dich jetzt, weil du nicht nett zu mir warst. Also ist das Gegenteil von dem Film, Genau. den ich mir gerade ausgedacht habe. Genau, es ist genau Ich hab's das verstanden. Gegenteil. Ich nenne meinen Film Die hässliche und Gott. Ich glaube, du hast aber ziemlich viele Leute, die auf religiöser Weise zustimmen. Das könnte kritisch werden. Okay, schwieriges Thema, ich weiß. Aber Gott ist generell so ein schwieriges Thema. Gibt es Gott? Egal, ich will jetzt nicht über Gott reden. Große philosophische Fragen auf einmal, okay. Da bin ich, glaube ich, gerade mental nicht in der Fassung für. Warum fahren hier eigentlich Autos lang? Ich glaube, weil hier so wenig los ist, ist das ein beliebter Ort für die Jugendlichen und ihren Konsum. Okay, ja. Also fährt Ach, hier das ist manchmal ein die Polizei. Polizeiauto, Ja, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Wo haben wir eigentlich... Oh, scheiße. ich glaube, Oh, meine Kamera ist die ganze Zeit an. Ich habe, glaube ich, jetzt interessant. Oh, du kommst nicht mehr nach Hause. ja. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das ist bestimmt irgendwie. Wir kriegen die Nacht schon hinter uns. Dauern uns, Das soll also jetzt auch vor die ganze Zeit bleiben, ja? wenn es so sein muss. Das höre ich jetzt nicht so begeistert an. So meine ich das nicht. Das ist gut, danke. Also,
kannst du, ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich sehe das immer im Internet, wo Leute das voll. Die bewahre ich mir auf. Und dann werde ich sie irgendwann in dieser Jackentasche finden. Ich werde an heute denken. Das ist schön. Das hört sich so schnulzig an. Manchmal muss man schnulzig sein im Leben. Auch so wie ein Alligator mit einer Plattform. Am. Super. Das ist das neue aus Wolkenfiguren lesen. Das ist, was man bei Nacht macht, wenn man das Wolken liest. Genau. Oder keine Schäfchen zählen kann. Steine. Oh, ich habe noch eine gefunden. Was ist das? Was wurde hier kaputt gemacht? Das ist keine normale Flasche. Vielleicht hat jemand die Fensterscheibe zerschnitten. Ich wollte nicht mehr nach draußen. Oh. Ist nicht scharf. Oh Gott, ich habe kurz Angst gehabt gerade. Ja, aber ich hätte es vielleicht wieder meine Hand auf. Hier gibt es ganz viele. Das ist doch irgendeine Flasche. Guck, die ist gut. Stimmt. Aber Was hat solche Flaschen? Was hat eine durchsichtige Flasche? Das wird wohl kein Wasser mehr. Wasser ist meistens durchsichtiger. Ja, aber Wasser im Glas. Okay, Aber nicht so in klein? solchen. Nicht in so Weil die Glasflaschen, die ich vom Wasser kenne, die sind grün. Die sind immer grün. Es gibt auch weiß, aber das ist, die sehen nicht Aber so sind aus. klein. Ja, die sind nicht so fett. Ich glaube, ich nehme die alle mit. Und bewahre sie für. Das hier sieht voll perfekt aus. Das ist nur Stein. Ich habe jetzt Stirnschmuck. Kann er wohl noch mehr? Das ist sehr kalt. Ja. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, wir können nicht schlafen. Ich habe am nächsten Tag sehr viel. Ja, aber das ist nicht gut. Ja, das ist nicht so, das ist Au- nicht so gemütlich. außer- Aber es ist so idyllisch hier. Außerdem sind so viele Scherben. Was ist, wenn die Leute von da oben das immer runterschmeißen? Und dann schlafen die hier so? Also bleiben wir einfach wach. Die ganze Nacht. Wir bleiben die ganze Nacht wach. Perfekt. Ich habe einen Draht. Warte. Ja, ich finde die jetzt sehr herzlich. Ich frage mich, warum diese Dinger hier liegen. Aber die nehme ich jetzt mit. Perfekt. Wieder mit Schulter. Ja. Und das noch was Schönes gemacht. Ja. Da! Mein Handy ist dran. Das ist gar kein. Und das ist nicht so dick. Dick. Oh. Hier ist. Das ist ein Muster drin. Das ist dieses Draht. Das ist ein Hinweis. Ich habe Angst. Nachher ist es Mord drauf. So, das geht alles Ich hab mal. Wenn ich jetzt doch umgebracht, ja? Ich habe mein Testament noch nicht geschrieben. Meine beste Freundin hat gesagt, sie möchte unbedingt meine Nähmaschine haben. Das bedeutet, ich muss das leider noch in mein Testament schreiben, sonst behalten meine Eltern. Ich will nicht, dass meine Eltern. Ja, das wäre schön. Okay, ja gut. Du wirst nicht umgebracht. Keine Sorge. Okay. Das hat nicht. Meinst du, hier ist irgendwo noch ein Kiosk offen oder so? In der Stadt. Irgendwo sicher. Irgendwas? Ich hab Durst. Also, ich meine, I guess, als Kinder haben wir darauf aufgeschrieben. Also wir finden bestimmt was. Ich bin nur noch Minuten. Ich will eigentlich nicht. Aber ich hab Durst. Dann nimm dir kurz einen Moment und nimm die Szenerie ein. Okay, ich kann einen Moment. Ich möchte das. Oder so kann man auch nicht sehen. Man kann doch Panorama sehen. Das ist so. Dann drin. Sondern vielleicht auch die Stelle. Steht nicht genau.
halt früher auch richtig lustig war bei uns, wir hatten so eine Tradition, das war an Ostern so, ne? Und es war quasi wie Eiersuchen, aber meine Oma hat Geld für uns versteckt. An sich ist ja cool, wir kriegen Geld und so, aber die hat das immer in die Blumentöpfe gesteckt und hat dann eine Zeit lang vergessen, wo das Geld war. Und hat sich das nicht aufgeschrieben. Und dann haben wir beim Gärtnern Geldscheine gefunden. Das waren teilweise so richtig, also so 50 € oder so, die einfach in der Erde gesteckt haben. Ich meine, das ist schon eine Überraschung, oder? Ja, nur die waren auch ein bisschen durchnässt. Ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern die später noch benutzen konnten. Ich meine, theoretisch ist es noch gültig, oder? Weiß ich nicht. Sind die noch gültig? Ich glaube, du kannst mit Geldscheinen musst du wirklich viel machen und deren Wert zu entnehmen. Okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Ah, ja, so Tradition ist ja schon komisch, ne? Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das nie verstanden. Warum wir... Klar, manche Sachen sind so toll und so, aber vor allem, wenn es so über Generationen weitergeht, habe ich das Gefühl, dass so Familien auch irgendwie mal loslassen könnten von so veralteten Sachen manchmal. Ja. Wobei manche Sachen halt auch cool sind. Ich meine, 50 € in der Blumenvase, das klingt nach Spaß. Blumentopf, nicht vergessen. Ja, okay, das ist dasselbe. Blumenvase und Blumentopf sind nicht dasselbe. Fair. Fair. Es ist spät, okay. Ah. Geht's dir was besser? Definitiv. Das Liegt ist schön. bestimmt an der frischen Luft. Und auf keinen Fall daran, dass ich irgendwie hier Begleitung habe oder so. Frische Luft hilft. Frische Luft hilft. Haben- Haben schon alte Mediziner bestimmt. Ja, meine Eltern sagen es auch immer, wenn es scheiße geht, geh einfach in die frische Luft. Ja. Ich glaube, das wäre auch so ein Ding. Ach, du wurdest mit der und der Krankheit diagnostiziert. Geh in die frische Luft, trink ein bisschen Wasser. Ja, musst Und- ein bisschen mehr atmen. Und ganz wichtig, du kannst noch zur Schule gehen. Mhm. Man kann auch zur Schule gehen, man kann auch arbeiten gehen, man kann auch zur Uni gehen. Man kann alles machen. Aber wenn man dann sagt, man ist krank und dann ist man am Handy, das geht aber gar nicht. Weil, ne, wenn ich Bauchschmerzen habe, kann ich ja nicht mit meinen Freunden schreiben. Der Bauch sagt nein. Der Bauch sagt nein. Und das Herz sagt ja. Sorry, das hat gar nicht mit irgendwas zu tun, das klang nur noch einen tollen Satz gerade. Ich liebe Ah. Silvia einfach. Irgendwie fühlt es sich an, als würde ich dich schon viel länger kennen. Das ist schön. Das freut mich. Sorry, wenn ich es jetzt wieder aufbringe. Aber sicher, dass du nicht drüber reden willst. Kurzfassung? Das sind meine Trommelwirbel. Weil für die Trommelwirbel vorbei sind. Meine Eltern sind scheiße. So viel habe ich schon mitbekommen. Die konnten halt nicht damit leben, wer ich sein will, denke ich mal. Wenn man das so sagen kann. Dann dachten die sich so, hey, es ist mitten in der Nacht, was ich bis dahin auch nicht wirklich wusste. Werfen wir sie halt raus. Also, am Anfang dachte ich noch, das wäre ein Witz. Und bin halt in mein Zimmer gegangen, weil ich dachte, das wäre so Hausarrest. Ja, nee. Deswegen habe ich ja noch so Scheiße. gehofft, dass irgendwer meiner Freunde dran geht, weil die haben nichts dazu gesagt. Also nichts Negatives zumindest. Und dann dachte ich mir, hey, dann kannst du da wenigstens das bleiben. Deren Eltern sind cooler als meine. Ist auch. Scheiße. Ja. Dass solche Leute Eltern werden können. Es sollte so einen Test geben. Weißt du, also es gibt ja so Tests, die man machen kann, aber nur kann. Es sollte sowas Ja. Verpflichtendes so, geben. so ein Führerschein. Eltern, oh, ja. Der soll dann aber auch mindestens so viel kosten wie der normale Führerschein. Weil dann würden auch weniger Leute. Allerdings, es gibt auch Leute, die richtig tolle Eltern sind, die nicht so viel Geld haben. Also das wäre wieder. Ich glaube,
glaube, reiche Eltern sind oft nicht unbedingt die besseren Eltern. Ja. So, Erwartungen. Ist dir kalt? Ach, alles gut. Ich habe manchmal so... Da war nur gerade ein bisschen Metall an meinem Rücken. Okay, ja. Danke nochmal. Hey, kein Ding. Ich weiß nicht, ich voll die wilde Sache von mir zu tun, eigentlich, aber... Eine Nachricht? Ja. Um diese Uhrzeit? Ah, das ist eine Freundin von mir. Sie meint, ich kann vorbeikommen und ob sie mich abholen soll. Gott. Ich habe einen Platz zum Schlafen. Das freut mich. Siehst du, wie es mich voll spammt? Oh Gott. Oh Gott. Macht sich bestimmt total Sorgen. Ja, ich schreibe mal ganz kurz. Ich denke, dann sollte ich gleich mal gehen. Mach das. Dann kannst du vielleicht auch gleich schlafen gehen. Ach, das ist Wie lange brauchst du von hier nach Hause? kein Problem. Ich komm überall hin. 20 Minuten bin ich zu Hause, kein Problem. Oh, ich muss gleich mal überhaupt gucken. Was hat mir eben gesagt, wie lange das zu mir dauert? Eine Stunde? War ich so lange in der Bahn? Bleib erstmal nicht nach Hause. Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber meine Freundin wohnt jetzt nicht so weit weg von mir zu Hause. Aber vielleicht spare ich mir eine Viertelstunde. Naja, dann, Okay. I guess, vielleicht sieht man sich noch mal wieder irgendwann. Vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Auf jeden Fall, danke nochmal für heute. War echt schön, sich irgendwie alles von der Seele reden zu können. Immer gerne. Und zu sehen, dass man nicht so allein damit ist. Danke. Ich bin dann mal weg. Oh, ich kann keine Abschiede. Tschüss.